Guten Tag, hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 3. November 2025. Auto lädt beim Fahren. Neue Teststrecke auf der A6. In Deutschland startet die erste Autobahn, auf der Elektroautos während der Fahrt laden können. Die Teststrecke liegt auf der A6 bei Bamberg in Bayern. Unter der Straße sind Spulen eingebaut, die Strom an das Auto weitergeben, wenn es darüber fährt. Das Projekt heißt eMpower und wird vom Bundeswirtschaftsministerium unterstützt. Die Technik stammt von einer Firma aus Deutschland. Sie soll helfen, Elektroautos leichter, billiger und umweltfreundlicher zu machen. Wenn das System funktioniert, könnten Autos in Zukunft kleinere Batterien haben und seltener anhalten müssen. Im Moment dürfen nur spezielle Testfahrzeuge dort laden. Für alle anderen Autos bleibt die Strecke normal befahrbar. Malediven verbieten Tabak für junge Menschen. Auf den Malediven gilt jetzt ein neues Tabakgesetz. Wer am oder nach dem 1. Januar 2007 geboren ist, darf dort nie rauchen oder Tabak kaufen. Auch Touristen nicht. Das Verbot betrifft Zigaretten, E-Zigaretten und Vapes. Geschäfte müssen das Alter prüfen. Wer trotzdem an Minderjährige verkauft, muss eine hohe Geldstrafe zahlen. Mit dem neuen Gesetz will die Regierung junge Menschen besser vor den Folgen des Rauchens schützen. Die Malediven sind damit das erste Land der Welt mit einer tabakfreien Generation. Ayse Irim gewinnt Deutschen Poetry Slam. Ayse Irim hat die deutsche Meisterschaft im Poetry Slam gewonnen. Bei diesem Wettbewerb lesen Menschen eigene Texte auf einer Bühne vor. Das Publikum entscheidet, wer gewinnt. Ayse Irim ist 26 Jahre alt und kommt aus Nordrhein-Westfalen. In ihren Texten schreibt sie über Rassismus im Alltag, darüber, wie Menschen wegen ihrer Herkunft oder Hautfarbe schlecht behandelt werden. Sie will zeigen, wie verletzend das ist und anderen Mut machen. Jeder soll so leben dürfen, wie er wirklich ist. Das war's für heute mit den Nachrichten. Danke fürs Zuhören.